Let's start with some singing, number 2. Ut dice vega, nummer 2. Nummer 2. Komm, stimmet alle, jubelt ein, Gott hat uns lieb. Freut euch in seinen Gnadenschein, Gott hat uns lieb. Die in Sünden schlaft, der wahr, suchet, was euch nun selig macht, denn es die bange Tür ist nah. Gott hat uns lieb. Gott hat uns lieb. Gott hat uns lieb. Komm, stimmet alle, jubelt ein, Gott hat uns lieb. Kündigst in Sünden überall, Gott hat uns lieb. Kam von Thronen Erdental, Gott hat uns lieb. Seht, der Heiland ist nun da, der für uns starb auf Golgatha. Wir sind erlöst, Halleluja. Gott hat uns lieb. Gott hat uns lieb. Gott hat uns lieb. Komm, stimmet alle, jubelt ein, Gott hat uns lieb. Jubelt ihr euch ihm geweiht, Gott hat uns lieb. Schmeckt seine Gut und Freundlichkeit, Gott hat uns lieb. Ist der seinen Sohn und Schild und unsere Lieb und Hoffnung Bild. Ist der allen Kummer stillt, Gott hat uns lieb. Gott hat uns lieb. Gott hat uns lieb. Komm, stimmet alle, jubelt ein, Gott hat uns lieb. En nummer 29. Nummer 29. Ich sing von meinen Jesu, der mich mit Gnaden krönt. In ihm wohnt alle Fülle, er hat mich versöhnt. Ich sing von meinen Jesu, dem Tod
und starb am Kreuzesstamm. Ich sing von meinem Jesu, und du an seiner Brust, da werd ich seine Liebe mir inniglich bewusst. Ich sing von meinem Jesu bei aller Angst der Welt. Ich sing von seiner Gnade, die mich bei ihm erhält. Ich sing von meinem Jesu und strecke mich nach dem, was droben ist im Himmel, im Neu-Jerusalem. Und wenn eins meinen Seele aus Gnaden dort einzieht, so sing ich meinen Jesu ein neues, ewiges Lied. Good morning. David in Goliath. David weer een schub had. Hij gleicht dort op een reine Staben te zijn. Gott in de schub weer seine Friend. Alle haben verschiedene klaren Blumen wassen bis sie dort stelle Water, wo hij de schub Leute trinken. David braucht sein Stark, um de schub terug te brengen, wat aufgewandert werden von der Grab. Einmal kann David sagen und denken, oder singen oder Musik machen. Aber David muss auch sehr schwer schaffen, um all seine Schubsäcke zu holen. Er musste bewahren für wilde Tiere, wenn die in Grün kommen oder sogar tot machen. Einmal kam durch ein Dollar, hunger ihr Leben oder her und stol sich ein Schub. David dran den Leben heran und schlug den tot. Ein anderes Mal kam ein Bauer und räubt sich ein Schub. David schlug den Bauer in Rad dort Schub von seinem Müll. Als der Bauer dann herankam, kriegt David den bei der Hand zu holen und schlug den tot. Gott hat David Beruf gemerkt. Ein Tag sah David sein Vater zu arm. Geh sei nur deine Brüder und der Armee. Nehm noch das Eten mit. David verleut den nächsten Morgen. Als er ankam, werden die Israeliten gegen die Philister abgestellt, um mit Ernte fährten. Die Philister hatten eine starke Armee, aber der ganz besonderste war durch den Ries, wenn er an Erde sieht wir. Goliath war etwa 3 Meter hoch. Der hat ein Soldatenhut, der von Bronze gemerkt wird, am Kopf und hat ein bronzenes Soldatenkleid, das bei 57 Kilo wiegt. Und er hat auch eine bronzene Schachtel an den Beinen und trug eine lange bronzene Schmiedstange ab dem Regen. Und die Stange und sein Spieß wird so lang, als ein Weber sein hält, und der Spitz von seinem Spieß wird von 7 Kilo Lasse gemerkt. Und er hat ein Diener, der sein Schild für am trug. Als David zu seinen Brüdern redet, kam Goliath von der Philistergruppe und raubte die Israeliten. Warum habe ich ihn so versammelt zum Kriegen? Wählt einem von deinen Männer und lud dem hier nur mitkommen. Wenn der mit mir kämpfen und mich dort merken kann, dann war wir jene deiner sein. Und wenn ich jeden am gewinnt und am dort merk, dann war je unser deiner sein und anstein. Die Israeliten gleichen das nicht. Keiner will von ihnen gegen Goliath kämpfen. David sagt dort, dass die Soldaten von Israel ein Furcht für Goliath rannten.
Dann seht hij, wozu soll des gottlose Mann Freiheit haben, über den lebenden Gott seine Armee zu lachen? Als König soll dort hier, wo David seht, dann schickt hij verarm. David seht zu den König, keiner soll Angst haben für diesen Ries, ich will gehen und mit den kämpfen. Saul seht, oh, du bist bloß ein Jung. Goliath hat all von uns ein junger Mann wird gelehrt zu kämpfen. David vertelt Saul, wo Gott am geholfen hat, den Lauf in den Boden zu machen. Er sagt, als ich mein Vater seine Schub heute deed, kam du han und war ein Lauf oder ein Boer zu mein Lohn zu nehmen. Dann ging ich dahin heran, kiel de dood und brach mein Schub drei. Und wenn dort Tier sich gegen mich wehren deed, dann nahm ich den beim Holz und schlug den dood. Ich habe beide Slavs in Boren dood gemerkt, und mit diesem Ries, wo ich Krieg so down, wills heu die Armee von den lebenden Gott getrotzt hat. Der Herr hat mich von den Kleven von den Lev und von den Kleven vom Boer gerat, und heu wird mich von dessen Philister Goliath seine Klev auch geraten. Und so sagte David, go und mach der Herr mit die sein. David nahm seinen Hortstab in der Hand und los sich 5 glatte Steine taub. Er starb sich der Steine an der Horttosch und mit seinen Schläger in der Hand ging er dem Ries Goliath entgegen. Und als die Philister David klarte sein Krieg, veracht er arm, weil er ein schmacker rotheuer Jung war. Und Goliath sagt, sieh ich ein Hund, dort die gegen mich kämpft mit den Stock? Dann sagt David zu Goliath, du kämpfst mit mir mit ein Schwert, ein Spieß und eine Schmiedstang, aber ich komme die an den Namen von den Herrn, der alles regiert, und der Gott über das israelitische Heer ist, wohin du getrotzt hast. Gott wird mich helfen, die umzubringen. Dann wird die ganze Welt wissen, dort du ein Gott in Israel ist. Und all die, die von dir und hier sind, wollen wissen, dort der Herr nicht mit Schwert und Spieß ans Raden wird. Der kommt hier den Herrn, und er wird mir die an meine Macht geben. Als der Goliath nur David abtau ging, ran David schwind bei der Kampflinie nur den Philister Goliath. Und David fällt in seine Tasche hinein und nahm einen Stein und schmeut den mit seinen Schläger. Und er traf den Philister ohne Stirn, und der Stein schlug an seine Stirn hinein. Goliath fiel aber ihr mit dem Gesicht rauf. Und so kam dort David Goliath doodschlug und doodmüg mit den Schläger in ein Stein. Als die Philister dort sahen, dort Goliath dort war, rannten sie alle weg. Und die Männer von Israel und Juda rannten die Philister heran. David war die Israeliten ihr Hero, während sein Beruf wir in Leut Gott anbrücken, um den Kampf zu gewinnen gegen Gott seine Feinde. Ik reis in ook in die naam Jesus Christus en mag zijn vrede en zijn macht en zijn genoeg aan zijn hart en aan zijn zin regieren. En dat is zeer schwer, dat wordt Gottes aan te nemen, wanneer het hart en van het verstand niet ruhig is in Christus. Wir sagen dann sehr schöne Leute, das erste, Nummer 29, oder zweite wieder, das sagt, ich sing von meinem Jesu und ruhe an seiner Brust. Da wird ich seiner Liebe mir inniglich bewusst. Ich sing von meinem Jesu bei aller Angst der Welt. Ich sing von seiner Gnade, die mich bei ihm erhält. Doordat wenn wir in seiner Brust ruhen doen, als wo wir seine Leib innerlich bewusst worden. Und wenn wir nicht an Jesus seine Brust ruhen doen und durch unsere Nahrung nehmen doen, dann folgt sich dann haben wir von der Leib Gottes und das wird davon geredet, aber wir sind uns innerlich nicht bewusst. Und dann sind wir unsicher. Und so macht das der Fall sein, dass wir ganz beständig bei Jesus in der Brust sind, nur am Gemeinschaft haben mit ihm, dass der Leib in uns bewusst ist und dass wir überzeugt sind, dass seine Genüge mit uns ist. Ich will Ihnen schwimmen ein klein bisschen die Bulletin übergehen, bevor wir übergehen in uns Timer.
Maandag hebben we Bibelstunde-Lehrer-meeting, half 8, hier bij de kerk. Daarna als onderricht voor de jeugd. En vandaag is de koers op voor Almozen en nächste zondag voor de general. En de diakonen en ik we bedanken ons voor het support wat ons nu komt deze titel. Dus al veel geld op je komt. Zo veel danken voor je aanstrenging. Da we mensen werden we gleich durch e-transfers te doen, durch deze titel, dat is een option. En wanneer je het veel te met, kan je eenvoudig aan de diakon melden, maar het is pas nog een option wat je kan doen. Dat is niet mandatory, je hebt geen checks en cash aan te lijnen. Maar werden we gleich e-transfers te doen, dat is een option wat we hebben. Nächste zondag is de Engelse boodschap waar ik te gaan. En de Duitse boodschap wordt predigen en kroon gaan. En diakon wil is nog eenmaal een bedürfnis in onze gemeente. En zo we horen predigen willen, zoals je tree. En ons diakon Eddie Bergen, die wordt een prediger gewählt. Zo waar we dafür beten, dat God ons als gemeente kan uitmaken. En dat God kan nog een duiner uitchecken. We vingen dat in Matthäus. Dat Jezus zegt, we zullen dem Herrn de ernte beten, dat hij zal duiner checken. En wenn wir worden beten, dann wird er checken. Und wenn wir nicht worden beten, dann wird es nicht ein Segen wieder an. Und dann auch für die Regierung, weil wir für ihn beten. Und dass wir worden können, dass sie die rechte Entscheidungen treffen. Gut. Mijn thema vandaag is een thema wat ik gewählt habe für eine Ursache und ein Ziel für das ganze Thema habe ich mir gewählt, zu uns trösten und zu uns Mut merken. Wir haben in der Bibel in Timotheus fingen vor, dass das ganze Wort Gottes als von Gott gegeben und die Ursache ist, und warum es gegeben ist, dass der Mensch soll perfekt sein und fully equipped. Ich will den Vers mal schwingen lesen, wenn ich den hier hastig fing. 2 Timotheus Kapitel 3, Vers 16 sagt, all scriptures given by inspiration of God. Dan haft er in die listen waar we dat dan brought down. Aber Vers 17 sagt, en waarom dat je geeft is, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. En dat we nog mal, dat we mensen strofen met het woord Gottes, dat er kan equipped zijn. Wanneer we van thoroughly furnished reden, dan denk ik aan huis. Aan huis hebben we couches, we hebben een fridge, we hebben een stove. Wenn du something missing ist, dann ist das nicht möglich im Haus, dann ist das nicht ein Segen. Für instance, wenn wir keine Stelle haben und wir haben einen Dash, dann würde ich eine Hand kriegen für Jas, dann würde ich alle mal am Dash tun. Dann würde ich nicht sagen, jetzt ziemlich sein. Und da wo Gott assoziiert, dass wir als Kinder, Gott ist keine fully furnished sein, dass wir ganz voll geplant sind. Und da wir durch Reproof, durch Correction, durch Instruction, und dann muss da wieder zum Trösten. Und so von daher ist mein Ziel nicht, seine Wort Glück zu bieten, aber da seine Wort zu stark zu merken. Und das war like down, da ich ein Thema bechecken, was ich sehr wenig in meinem Leben gedacht habe, dort ist wenigstens alle invisible, und dort ist ein Engel. Engel ist ein großer Thema in der Bibel, das fängt wie in Schau von, und dort ist der Purpose von der Engel, kann uns ein großer Trost sein. Und so wir wollen uns das von der betrachten, der Sein von Engel, wo die Engel gemacht sind, und wo die uns beeinflussen, und wo die Christen betreffen. Bevor wir even gehen zu dem Thema, würde ich fragen, was wir wollen beten, bitte. Let's pray. Himmlischer Vater, wir stehen vor dir, Lord. Du sitzt unsere Worte, und Vater, wir danken dir, dass wir können deine Läufe uns innerlich bewusst sein. Wir danken dir, Herr, dass du in der Erlösung hast, gegeben zu uns als Menschen, dass wir können, Lord, in deine Brust ruhen. En Vader, we danken dir für dein Wort, wo uns belehren wird, wo uns trösten wird, Lord. Und ich danke dir, Herr, du hast Sonntag Wahrheit auf dein Wort abgeschrieben, Lord, wo wir uns können anholen. Und ich bete, Herr, von dir, dein Wort zu uns offenbaren. Herr, merk unsere Augen auf, Herr, wie wir die wundervollen Dinge in deinem Wort sein, dort ist wundervoll, Herr. Aber Lord, so viel kann unsere Augen sein, dort nicht, Herr, und wir fragen, was du willst, mit deinem Geist unsere Augen aufmachen, dass wir das verstehen können, wie wir das vernehmen können, wie wir können getrost sein, Vater, wie wir können gestark sein. Und wir würden im Glauben für dich leben, himmlischer Vater. Ich danke dir, dass du ihm Wort gegeben hast und musst dir dort wirklich segnen. Das beten wir in deinem Namen. Amen. Gut. Zum Anfang und vielleicht ein von den wichtigsten Points von der Engel, dort ist, dort Jesus ist boven all the Engel. Und dort ist, wenn ich heute gemerkt habe, wenn wir mal lesen in Colossians, Kapitel 1 von 16 bis 17 haben wir den Vers. Kolosser, Kapitel 1, von 16 durch 17, auch 15 auch lesen.
who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature, dat is Jesus. For by him, durch Jesus, were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers. All things were created by him and for him. And he is before all things, and by him all things consist. Wat we zijn doen als God heeft de engel gemaakt. En sinds hij die gemaakt heeft, zijn de engel automatically ongearm. In creation als niemand zich geraten als de creator. De schöpfung als immer leer als de schöpfer. En dat zijn we ook, even maar een kleine tjeja. Mijn zoon is nu al 4 en de andere is 2. Die kunnen nu al kleine airplanes maken met Lego blocks. Maar zij kunnen niemand zich wat geraten maken als wat zij zelfs begrijpen kunnen. Mijn verstand is een beetje weer abgewassen. En ik kan nu een beetje wat zwaarder maken. Maar ik kan niemand zich wat geraten maken als wat mijn verstand begrijpen kan. Ik zie mijn capacity van beu als je limit met mijn mind. Zo, de klikken die beste beter kosten merken. En toen kan we leren dat de engel, die zijn onder Christus simply because Jezus heeft die gemaakt. En sinds de ongearm zijn, sinds hij die gemaakt heeft, dan zijn ze automatically onder Christus. So ik wil een klein beetje een diagram maken, dat we dat wordt nog met weer gaan, maar God oder Christus würde ich, wie war Gott der Hand schreiben, dat ze drie Einigkeit Gottes, Jesus, der Heilige Geist und der Vater. Die haben alles gemaakt, hij is de creator. En de hij is de creator en de creation is ongearm. En ongearm heeft hij de engel gemaakt. En onder de engel vingen we in Hebräer zijn de mensen gemaakt. So, we vingen dat in Hebräer 2, dat de engel zijn boven de mensen. En de mensen zijn onder de engel. En de zijn pas tot gemaakt. Dat is zeer wichtig dat we dat verstaan en dat we dat klar hebben, dat de engel zijn leer als Christus. En de oorzaak hierheen is, wenn wir dat nicht ganz klar haben, dann stellen wir uns ab für Verführung. Mohammed, wer de Moslems kennt, Mohammed, hij fängt an, sehr diep te denken über Sachen, über jährliche Sachen, hij ging veel apart. En einmal kwam een engel naar hem. En een engel reed met Mohammed. En de engel zei te hem, weet je wat, du was nu God zijn profeet zijn. Du was de profeet zijn, en durch die wordt God schaffen en Allah wordt die broken. So basically, hij vangt aan de ganze nieuwe leer, wens een engel naar hem kwam. En daarop buurt hij zijn authority en zijn structure, because een engel had de arm gereed dat God hem gewählt had. En dit is een vers waar we in de boodschap, de Engelse boodschap, hier schon, wat Paulus zegt, wenn een engel komt dat en ons een ander evangelium brengt dat, is wat Christus is, wat we zo'n engel zullen aanchecken. En dat vangen we in Galater 1, zegt dat vers 8. But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached, let him be accursed. Hij zegt, wenn een engel komt van hemel, met dagelijks, met alle geweld, want hij wordt something else predigen als Christus, dan zal vervloekt zijn. I mean, dat zal die vernunft achten. En deswegen, de engel zijn onder Christus, en wanneer een engel komt, wat du je in Christus hebt, dan is het obviously een satanische engel. En daar hebben we niet in deze boodschap van Han, maar daar hebben we nog meer van Han Luther en Tijman aangaan van satanische machten. En zo, we moeten allemaal klar hebben dat engel zijn onder Christus. En wens de onder Christus zijn, zijn we verboden, die aan te beden. Eerstens, we zullen die niet horchen, wenn het wat God is hier, dat vinden we hier in Galater kapitel 1. Zweitens, we zullen engel niemals zich aanbeden, dat vinden we in Offenbarung kapitel 22, vers 8 en 9. Ik word de vers gelezen, Offenbarung 22. Vers 8 and 9 sagt, and I, John, saw these things and heard them, and when I heard and seen, I fell down to worship before the feet of the angel, which showed me these things. So Johannes will den Engel aanbeten, because hij moet zich zo wonderen. Ze zijn hecht als ons, en er zijn veel magier. En hij knaat zich door, en hij buigt zich voor den Engel, en dan zegt de Engel, then said he unto me, see thou do it not. For I am thy fellow servant, and of thy brethren the prophets, and from them which keep the sayings of this book, worship God. Zie, de engel, wanneer je nog moet worden betracht komen aan de engel, of je wordt een visit hebben van een engel, je zal het niet aanbeden, because the creation is niemand zich würdig aan te beden. De creator, de schöpfer, den beden we aan, aber niet de engel.
Und wir glauben vielleicht, das wissen wir gut, so ein Trouble haben wir nicht. Aber wir haben eben Trouble mit manchen Anbeten. Wir haben das morgen, Eddie hat ein Wasser auf einer Beine und sehr berühmter Prediger, der sehr begabt ist, wir knacken uns. Meist automatisch voran. Wenn wir besiedelt sind, dann fallen wir so, wir sind Klasse 2 oder Klasse 20. Und das Mond ist weit über uns. Und dann fangen wir uns an zu bewegen an. Und was er sagt, dort fort. Es wird sauer oder nicht, aber dort fort dann bloß. Sie, und dort auf mit manchen Natur, der bet dem an, was er sieht, als er selbst ist. Und wenn wir Engel sind, dann wollen wir automatisch, die sind über uns, die sind als wir sind. Und wir sind so geneigt, dann der anzubeten. Und wenn ihr einen Visit habt von einem Engel, stellt ihr mal vor, und ihr werden sagen, diese Nacht, go ihr schlupen, oder des Abends, am Haus sich sau ihr ein Engel kommen, und ihr redet mit ihm, und ihr habt direkt Kontakt. Du wirst so geneigt sein, alle Freunde sein, und den Engel hört ihm. Ich sage den Engel, und der Engel sieht, von allen Dingen, der Engel sieht, und das Wort, das muss so sein, und da habt ihr dann wenigstens den Macht überhaupt. Und wenn Gottes Wort bringt, dann ist das Wort, und dann sollen wir dort schätzen und achten, aber du musst für abholen, dass wir nicht den Engel anbeten dürfen. Und dann noch ein Trost, was wir finden, Johannes Kapitel 1, Vers, 1. Johannes Kapitel 4, Vers 4, dort sind Jesus der Engel gemacht hat, und heute über der Engel ist, braucht wir niemals sich Angst haben. Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world. Since Jesus über der Engel ist, hij is veel mächtiger als all de Engel, en so niet daar we niet meer Angst haben, because du sind böse Engel, wo du viel mehr Macht haben, als was wir haben. Wenn Jesus nicht erwähnt wird, dann wird wir in großer Trouble sein. Und dann stehen wir in der großen Gefahr. Aber since Jesus ever da ist, und alle Herrschung, alle Creation ist unter ihm, nicht darf wir keine böse Teufels fürchten. Und wenn wir schon von Demons haben, dann wollen wir merken, wie wir so leicht in Furchten an. Und von der düsteren Welt, oder von der finstere Macht, die in der Finsternis regiert, oder the powers of darkness redet von der haben wir so leicht Angst. Vielleicht hat er mal gemerkt, wenn ich düster wurde, und ich einmal glaube, ich hier wird. Sei leicht, weil die Furchen bitte abstehen. Und wie macht das ist ein großer Trost für uns, dass Jesus als immer da, und die düstere Macht, der kann uns nicht antasten, was Jesus nicht sein wird und nicht begrenzen wird. Und du wirst noch mehr von haben. Aber da ist ein Trost, da ich weiß, der Feind und seine Engel, der hat keine Chance gegen Jesus Christus, er ist wie immer und er regiert in uns. Das sagt, dass er ist in uns. Der wird in uns ist, als gerade als der wird in der Welt ist. Dann ist vielleicht die Frage gemacht, wann hat Gott den Engel gemerkt? Wann merkt der Engel? Denn die Antwort fängt wie in Hiob, Kapitel 38, wo Gott den Engel gemerkt hat. Von daher habe ich schon Bibelversen. Manchmal habe ich bloß ein paar Versen da eine Application Message, aber von daher habe ich schon Versen gewählt von Job 38, von Vers 3, wo ich lese. Gird up now thy loins like a man, for I will demand of thee, and answer thou me. Where wast thou when I laid the foundation of the earth? Declare if thou understandest. Then we'll have I will just continue reading. Who hath laid the measure of thereof, if thou knowest? Or who hath stretched the line upon it? Whereupon are thy foundations that are fasted? Or who laid the cornerstone thereof? When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy. Hier in Vers 7 fängt wir dort, the morning stars and the sons of God sind Engel. Die jauchzen und die freuen sich und die singen aus Gott der Welt mögen. Gott dort hier fragen, wo wirst du es eigentlich die Welt merken dort? Wenn ich hier will, sagen, ihr mit Gott streiten und er will mal Gott wird sein. Und dann sagt Gott zu ihm, hier, nicht dort mal abstehen, es ist ein Mond. Und dann beantwortet mir mal, du wirst mit mir reden, nicht mal reden. Dann sagt er, wo wirst du es eigentlich die Welt merken dort? And it's like the foundations lying died, and as all the stars sang together, and all the sons of God shouted for joy. So that referred to the angel. Als zij zingen deiden, en mij als ik de welt merken deed, en wo wirst du dann? So in deze vers vingen we best veel dat de engel weer gemerkt voor de creation. Der wird wenigstens für sure vorig voor dag 7. Als het bij de 7e dag wird, dann sagt Gott, dat alles is vorig, alles, hij roet niet van zijn arbeid en dat is alle goud. En so Gott heeft de engel gemaakt, voor hij de mensen merken deed.
Und der wird gemerkt verarmt. Das finden wir in Colossians Kapitel 1, da haben wir schon gelesen, aber der wird heißt vor allem und der wird verarmt gemerkt. Der Engel wird nicht gemerkt für sich selbst, kriegt das wie als Menschen für Gott gemerkt wird, so wird der Engel auch. Wie weiter dort Gott der Engel merkt dort, so viel haben wir nicht. Und was wir nun, nächsten Punkt, wo wir nachgehen, ist, der Engel sollte sich dividen. Du hast eine Zeit, wo der Engel eine Choice hatte, Gott zu dienen oder Gott gehen anzugehen. Und dort soll sich dann teilen. Und wie fangen wir dort, wie wir das vorlesen in Ezekiel, wo das passiert dort, Satan oder Lucifer wird der Leiter von der Rebellion. Und hier in dieser Untergrund war ich was Holy Angels handschrieben, because das Land, was wir von noch da betrachten. Und so, dort soll sich durch den Himmel dann in 2 gehen, in Ezekiel 28, fangen wir diese Vers, wie wir das ein bisschen betrachten. Und dann werden wir da in der Land angehen von den Engel, was nu für die Kinder Gottes schon für them. Ezekiel 28. Vor wir das Passage nachgehen, weil ich bloß sagen, das ist, wo wir auf Deutsch nennen, ein dualistic Passage, wie ich auf Englisch sein. Dort habe ich geschrieben, über den King von Tyrus, aber dort auch den Sultan adressen. Kriegt das von Jesus mit Petrus reden, dann sagt er zu Petrus, Sultan, du sollst hängen mir gehen. Und er redet aber zu Petrus. Aber der Sultan regiert in Petrus, so Jesus soll den Sultan adressen, aber der wird in Petrus, und kriegt das Passage, dort der King von Tyrus, als es nur geschrieben, aber der Dinge, was du von an beschrieben sind, der betraf kriegt den Sultan. Wenn wir vor dieser Vers lesen, dann war ich das morgen. Ezekiel 28 von 12 wieder. Son of man, take up a lamentation upon the king of Tyrus, and say unto him, This saith the Lord God, Thou sealest up the sum, full of wisdom and perfect in beauty. Thou hast been in Eden, the garden of God. Every precious stone was thy covering, the sardius, the topaz, and the diamond, the pearl, the onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald, the carbuncle, and the gold. The workmanship of thy tabrets and of thy pipes were prepared in thee in the days that thou wast created. Thou art the anointed cherub that covereth, and I have set thee so. Thou wast upon the holy mountain of God. Thou hast walked up and down in the midst of stones of fire. Thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created, till iniquity was found in thee. By the multitude of thy merchandise they have filled the midst of thee with violence, and thou hast sinned. Therefore I will cast thee as a profane out of the mountain of God, and I will destroy thee, O covering cherub, from the midst of the stones of fire. Thine heart was lifted up, and because of thy beauty, thou hast corrupted thy wisdom by reason of thy brightness. I will cast thee to the ground. I will lay thee before kings, that they may behold thee. But so wie. Wat we zijn dan als in context van een king en van een sultan, wat meest alles beides beschreven dat. En we vinden ook dat er weer bad, zeer wijs en zeer beautiful. En we vinden ook dat Satan wird literally in the Garden of Eden, dat jij we in Genesis lezen, en this king, der wird in the Garden of Eden in the sense of een zeer prosperous kingdom. Der wird bad anointed von Gott. Gott hat ein bad hochgemerkt und je exalted. Bad wird magicians. Some would sagen, der Sultan wird der magician leader in Himmel für sein Volk. Ich habe eine Schrift hier von seinen Music Instruments, was er hat. Aber in Isaiah Kapitel 14 fängt wir, wo der Sultan deut, wenn es so hoch gemerkt wird, er wird stolz und du wenn's rebellt gegen Gott. Isaiah Kapitel 14 von 12 bis 14, du fängt wir auf seine Response zu seiner Creation, dass er gemerkt wird, fängt wir 14, there we go. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mountain of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. Hier soll wieder der Sultan sagen, ich war zoals Gott sein. Ich war im Erheben und ich war kracht zoals Gott sein. Und Gott sagt, nope, so habe ich nicht. Du warst raufgebracht worden bei den Pits. Du warst ganz durchgeschlagen worden wegen seinem Staat. Und wir sagen, der Sultan fall wegen Staat. Und wir werden vielleicht
Warum wurde es so tun, was im Himmel wird, Gott seine dort, all die anderen Engel seine dort, warum wird er danach je in Gott gehen wollen? Krijgt de Ursache, wat Eifer dort. Eifer will auch zoals Gott sein. Zij will auch nach der Goude in der Beise weiten. Zij haben ein Verlangen nach mehr zu weiten, als was zij al hat. Zij wieder in a perfect garden. Alles wieder schmeckt, so hat je nicht zum Eten, alle Gesellschaft, was wird. Die Gemeinschaft mit Gott wird ganz up. Und doch will sie noch ein bisschen mehr. Und dadurch übertritt sie in der Sünden und kriegt sie der Teufel, der wird Schmack und herrlich gemerkt im Himmel. Und doch wird er unzufrieden. Und dann denkt er gegen Gott, und dann fängt wir in Offenbarung 12, dort passiert ein großer Krieg. Der Wort vielleicht noch, vielleicht ist das passiert, und vielleicht Worte passiert, das war vielleicht nicht so näher sein, weil sie waren Menschen mit verschiedenen Namen schicken. Aber mein Point, was ich will merken, ist, den Sohn wird rückgestartet von Himmel, und er hat seine Nufalje mit sich. Ein Drittel von den Engeln, die kommen den Sohn heran. Und so heißt nicht allein, heißt nicht der einzige Engel, der voll dort, aber er nimmt ein Drittel mit sich. Und dann fangen wir in Offenbarung Kapitel 12, wir wollen nicht falsch lesen, aber fangen wir in 9 und 10 und auch in Vers 4. Dort hat ein Drittel von den Sternchen mitnehmen dort, und dort der Engel musste von Himmel rühren. Und so heißt nicht allein, er hat ein Teil Engel mit sich, und dann haben wir Demons, wo wir Luther mal von haben. Gut, so nu das ist alles, was ich will sagen von Satan und was er gefallen ist. Und danach Gode Engel, wo wir von viel in der Bibel von lesen können. Und die Frage ist dann, was ist der Sinn? Warum sind wir noch Gode Engel? Was ist der Purpose von dieser Engel? Die Antwort finden wir in Hebräer Kapitel 1. Und das ist, wo ich mein Main Point von dieser Botschaft ist, von uns treueste, was der Engel von der Rolle hat für uns. Hebräer Kapitel 1, Vers 13 und 14 sagt, but to which of the angels has he said any time, sit on my right hand until I make thine enemies thy footstool? Are they not all ministering spirits sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation? Die Engel, was Gott gemerkt hat, die sind gemerkt, ten uns doin. Da, wo die heirs of salvation sind, und die Kinder Gottes, wo die Erlösung arbeiten, die Engel sind created, dass sie uns bedeuten sollen. Und da fangen wir in Psalm 31 auch, dass Gott sagt, wer wird in mir wohnen, in mir bleiben, wer wird seine Leute mit mir sagen, wird arm, wo der Engel wirken, dass er nicht wurde, feuert gegen Steine Kiel. So der Engel sind gegift, die Kinder Gottes beschützen. Dann vielleicht die Frage, wo passiert das? Aber wo geht das fair? Wollen wir ein Beispiel schicken? Wir wollen ein paar Beispiele schicken. Dann wollen wir beobachten, wo der Engel schaffen tun. Wie seien das nicht? Ich kann mein Cellphone, ich meine, ich will das mitbringen. Aber ein Cellphone hat Cellular Service zum Phone und zum Texten. Dann hast du noch Internet Service, dann kannst du auf der Web sein. Und dann hast du noch Bluetooth Service. Dort kannst du direkt zwischen zwei Phones schicken. Aber das ist alles invisible, was du nicht sehen ist. Und der Englisch sind mit das dort, das ist ein Set of Service, für uns helfen tun. Das sagt nicht den Heilige Geist, das ist something else. Das sagt nicht Jesus, das ist something else. Aber das ist eine Connection, wo Gott braucht, das uns beschützen. Und wir fangen in Matthäus Kapitel 4, wo Jesus euch die schwere Zeit gehen dort und euch die Prüfungszeit schenkt und die Suchen am Säuer proben dort. Dann soll wir dort zum Latz, Kapitel 4, Vers 11, then the devil leaveth him, and behold, angels came and ministered unto him. Als Jesus seine Zeit durchging, die Prüfungszeit durchging, dann sage ich, dass die Engel kommen und die Leute helfen. Die minister to him, sagt er auf Englisch. Wo hat die Leute weiter nicht nehmen? Aber da hat er probably getreust, dann hat er probably Motto gesprochen, dann hat er probably gestorben. Und gesagt, er soll vorwärts gehen. Die Engel kommen den Segen Gottes trösten in seine schweren Zeiten. Das fangen wir noch einmal mal durch, das fangen wir im Neuen Testament und Alten Testament. Wir wollen noch ein paar Beispiele bechecken. Noch ein Beispiel fangen wir, ich wollte nicht immer lesen, aber noch ein Beispiel, wir fangen als Elijah. Er hat einen gerade sich erwandt und dann war er ganz machtlos. Er ging gerade in die Wüste hinein und er will sterben. Er war ganz depressiv. Und er sagt, Gott, nimm mein Leben. Ich sehe nicht später als meine Vorväter. Ich will bloß sterben. Und dann lädt er sich durch und schleift. Wir ganz und dann. Und er war ganz depressiv. Und dann sagt er, dann kam ein Engel und der wirkt ihm ab. Der stückt ihm an und sagt, weißt du was, eat und trink. Das Journey, was du fertig hast, ist zu schwer. Und dann steht er ab und dann sagt er, das Wutter, das ist eine Krug Wutter und das Brot, aber cool.
so der Engel hat da reingemacht, und dann hat er dort, schlapp er weiter an. Und dann wirkt der Engel am Wara ab, und dann hat er weiter, und dann geht er sie in den Weg. Und dort der Engel am treuesten, am Fordern, in der Zeit, wo er sehr leicht wird. Und dort Hauptamt, dann war er abstunden, dann war er wieder gehen. Er sagte dann, aber da passiert diese Zeit auch, wo wir das nicht sein tun. Man hofft, es passiert something in uns Leben, und Dinge ändern sich. Und wir können das nicht necessarily sein, dass wir Engel gewesen sind, oder nicht. Aber ich wundere, wie viel von den Dingen in uns Leben die Engel sind, und wir merken das nicht. Und die Geschichte, my favorite angel story, die werden wir immer lesen, in dem Alten Testament als 2 Kings chapter 6, wo sie das nicht sein deut, einer sagt das und der andere sagt das nicht. Und wovon Unterschied das merken deut an den Menschen. 2. Könige, Kapitel 6, Vers 14. Weil wir anfangen, und das ist, wo Elisha, die sind am herum, sie wollen sein Leben nehmen, und da haben eine Armee, ist eine Dorf gekommen, am Volk nehmen, am Tod machen. Und ich werde hier lesen, was passiert ist. Now therefore sent he had their horses and chariots and great hosts, and they came by night, and they compassed the city about. So da wieder alle around the Stadt, there's the horses and chariots and there's the Soldaten. And when the servant of God, of the man of God, was risen early and gone forth, behold, and hosts compassed the city both with horses and chariots. And his servants said unto him, Alas, my master, how shall we do? And he answered, Fear not, for they that be with us are more than they that be with them. And Elisha prayed and said, Lord, I pray thee, open his eyes that he may see. And the Lord opened the eyes of the young man, and he saw. And behold, the mountain was full of horses and chariots of fire round about Elisha. And when they came down to him, Elisha prayed unto the Lord and said, Smite these people, I pray thee, with blindness. And he smote them with blindness according to the word of God. Hier ist Elisa sein Knach. Hij steht ab tätig. So als ein bisschen gelehrt Knach, hij weiß, dass wichtig ist, tätig abstimmen. Komm hin, vielleicht someday einmal mal lernen. Und hij geht rein in seine Stadt, und hij kämpft mit, und dann checkt er sich rum, und dann sinkt sein Hart ganz. Because there's a große Army around the mountain, all the way apart, and I'm like, oh no, alas, my master. Wir sind so stout. Was nu? Nu is alles uit. Wat zijn we nu doen? Ik en in Elisha zijn hier. En is een ganze armee voor deze twee mensen. Wat we weer doen? En dan kan het zijn dat Elisha eventueel met zijn boot. Nou, wat je ver? Wat has angst? Wat ze er normaal zijn als wat met ons is wat met eind. En dat is knaag wat ik gewinnen heb. Wat je hier ver? We zijn hier er twee. En dan zegt Elisha was wel. God merkt diesen dem oder irgendwo er sein kann. Und dann merkt er irgendwo, dann sitzt er da der Boy, und it's full of horses and chariots of fire. Da werden angelic beings, wo dran Elisha ganz gespread wird. Und das allemaal kann ich wissen nicht. Und er schaut taub, und er wird sehr Angst. Und er kann nicht sein, was für ihn wird. Und Elisha war er wusste, hij kan het zijn met zijn geloofseeuw. En ik weet niet of hij dat physically kan zijn. Maar hij wist dat. Hij kan me vertellen, geen trouble. De engelen zijn hier aan ons. En ik bruk me niet verrichten. Dan ganz de head mensen jij me. Dat is niet goed. En aber mijn armen kunnen mijn dijnen dat ook kan zijn. Dan wordt het soms ik met anderen. En dan bedt hij God om de uw merken. En dan wordt de uw opgemaakt. En hij zegt dat wat voor hem wird. Wat geloof je? Wat de knaas die nur om je valt hebben? Als de armee is nur gekomen, dan kan je nur. Wat de knaas die je valt hebben? Leute kom. Waarom zijn we dicht bij ze worden komen, right? Because de engel weer erom en houden je zijn. En hij wist dat de weer de ganz dicht bij. Er wordt geen situation wat er niet out of control wird. Mengs God heeft de engel de nee gezegd, als we in Hebräer einvingen, ten deiner Sonne, naar de Keier Gottes. En daar zijn de rammen ons, alle tijd, alle wegen. Er zijn duizenden. Hier zijn we de ganze boy vol. Er werden klampes, dat zeggen dat een engel overtime schaffen dat en eine Plak zijn met de helpen. Like, er werden klampes available. En wenn wir worden zijn, kunnen we onze ogen, ik weet niet wat we worden zijn in deze stof zijn. We haben nicht die Macht mit unseren physical eyes zu sein, aber durch den Glauben können wir das sein, wenn wir das Glauben tun. Und das merkt in sehr großer Unterschied in uns Leben, wenn wir leben ganz anders, wenn wir das gewiss weiter dass Gott Engel geschickt hat, zu uns helfen, wenn wir in eine schwere Zeit kommen. Und er hilft uns durch den Helden. Yes, das ist schon gesagt. Aber die Engel sind auch durch unseren Raum zu uns helfen. Und Gott braucht die Engel, die haben auch einen Purpose. Und das ist in uns tun.
Zum Beispiel, wenn wir sagen, Gott würde ihn roepen zu einem Missionary sein in Afrika. En je maakt een trip door de wereld en dan wat zovens. Als je klok 10 en je zegt nog niet uitkomen bij de stad waar je wilde zijn, bij dat dorpje. Wat wil je in feilen, wanneer je wist dat weer een klampers engel rammen je en de beschützen je, dus je vliegen wachten, oder je weer de ganze line en al de leeuws en al de tigers en jaguars en tribes en Indians hokken er ram en wild met spiezen. Wat wil je in feilen? Dat maakt een ganz andere gevoel in de christen, waarom we dat zijn kennen en dat geloven doen. Wenn wir dort nicht sein können, sind wir danach durch. Und die vor uns actually nicht geraten, aber wir achten ganz anders. Und das kriegt es juist een boot weer, dat wird stormig en hij schleipt, geen trouble, voet after onder control. En de jongen, paddel, waar nu gaan. En werken op, because zij kunnen dat niet zijn, dat zij safe worden. En er feilen, nemen overhand en zij vallen apart. En dat is waarom, dat is thema van de engel, zal ons troosten, dat God heeft aan zich samen alleen hij geschickt en niet weet je en hopefully you figure it out. Dus een engel wordt ons dat ze een extra support bezit en heel juist ons heeft ons terughelpen van ons het veel dat en ons veel tot. En de Biblische mensen had dat veel gebruikt. Nou een geschichte vingen we in Paulus in geschichte in Apostelgeschichte. Laat me schwind in Verse vingen Apostelgeschichte 27. Wat ik merk daar in de time is, de engel weer de mens allemaal aan de scene doorrijdt, wanneer het zeer schwer ging. In Apostelgeschichte wollen nicht all die Vers lesen, aber sie wieder auf den Schab. Und dort stormt und dort bluest. Und erst fangen das an. Und dann haben sie wieder Schaftrübel, dann fangen sie von whatever zu schmieden. Und no, dort stormt ging wieder, und dort bluest noch da. Evident dann sie noch mehr, und evident dass sie eben noch der Tackle, alles was noch erst was noch gut kennen am Schab brücken, und schmeißen sie auch drauf. Die Ankers holen sie noch, da fängt wie Leute an. Und sie wieder, das wird nicht ganz klar sagt in Vers 18, and we being exceedingly tossed with a tempest, the next day they laid the ship, and the third day we cast out with our own hands the tackling of the ship. And when neither sun nor stars in many days appeared, no small tempest lay on us, all hope that we would be saved was taken away. I mean, ik weet niet of je voor feilen op een schap, wat de dukken dat en schaltje dat. Je kunnen niet de sterretjes zijn in de nacht, je kunt niet de zon zijn in de dag, dat regent. En je had al alles erop geschmeten, en weer verdrooid je, het meer en je donker en dies dan was, nacht en dag. En je moest basically plot zetten, because dat schalp zou zijn, en kalkerig. En nu weer de ganze het mensen, niet pas een paar stijgt. Dat zeg je, wat die nog worden geraad worden, weer alle wacht. De luiden bloos bij de dood op de komen. En dan vingen we, Paulus staat op in vers 22. And now I exhort you to be of good cheer, for there shall no loss of any man's life among you, but of ship. For there stood by me this night the angel of God, whose I am, whom I serve, saying, Fear not, Paul, thou must be brought before Caesar, and lo, God hath given thee all them that sail with thee. Zie wat op Paulus? Zie die ook getroost. See, Paulus, we kijken maar eens op, was the great apostle, en hij weet ook, he was an amazing apostle, but de engel zegt, wat op Paulus? Dat ik echt gruwel. Wens God wat die bij Caesar brengt. In de boeken, en die wat geen schuld passeren. Dan zijn we zijn reaction. Wherefore, sirs, be of good cheer, for I believe God, that it shall be even as it was told me. See, Paulus, hij weet wat? Brüder, niet zo tijd om onze kap opheven. Niet zo tijd om moedig zijn. Weet je nou waarom? Wens dat wat kracht zou zijn als wat God zegt. I believe God. En dat wat kracht zou passeren als wat God gezegd heeft. Zo, nu eenmaal, nu waren we moedig zijn, because we waren bij een insel gekomen, en nu waren chapter 2 gebroken worden, en dan waren we van nu weer reizen. En we kunnen die Geschichte weer lezen, en dat staat, kracht zoals de engel gezegd had. En zo, de engel is aan het zo te ons helpen, en we zullen dit leren te geloven. En de trouble is, en dan kan je laatst hier wat je vraagt, wat really geloof ik? We lezen de Bijbel, en ik weet van de Bijbel. Maar wat geloof ik really? Mijn vader zei in deze tijd waar we van leven, in de tijd, de church generation, die wat veel gereed en knowledge als endless. Wenn wir von den Dark Ages reden, dann wissen die Menschen sehr wenig, und die werden sehr leicht gelehrt. Dat leren als so weit gekommen. Aber der Glaube, der wundert ich, wo der wirklich tun hat. Because Menschen an unsere Frucht
soll wir das wieder glauben tun. Und wenn du really glauben ist, dass es eine Wahrheit ist, wo es steht, dann soll uns Leben das beweisen. Und dann wird das uns bewiesen. So, wenn wir uns prüfen, wo steht uns Glauben in der ganzen Geschichte, wenn wir das betrachten tun. Wir haben eine really Zeit, das sind noch mehr Points, wir würden gerne bechecken. Einig würde ich noch gleich zu Menschen, der Engel dann nicht bloß uns einmal durchführen, maar uns bekommen auch zu uns breken. Das fängt wir in der Geschichte von Biliam. Biliam will was tun, was Gott nicht gefährlich wird. Und er stünde mit Schwierigkeit. Und der Engel sagt ihm, weißt du was, der Bora ist besser, was du bist. Ich will die dort gemacht haben, und den Bora kann leben. Und der Bora sagt den Engel, und Biliam deut nicht. Und so du sagst wieder, dass Gott braucht den Engel nach den 7 Wahlen erführen. So wenn Menschen gegen Gottes Wahlen gehen, Gott kann sein Haus nicht breken. Das braucht nicht wieder gehen, was dort fehlt. Kriegt das diese Syrians, was will Elisha dort machen? Gott sagt, oh no, so haben wir nicht. Aber du ist Elisha noch nicht. Und so dann wollen wir das alle blind machen. Und dann sagt ihr was. Und das fängt wir auch in Lot, wo der Mann will diese 2 Engel anbringen. Sie will Lot actually wieder noch zur Tür laden und anbringen. Und dann sagt wir, Engel, du bist alle blind. Dann haben wir nicht so weit genug. Der Engel, der dann die Menschen kontrollen, wenn ich überbord gehen. Und in Trost haben wir immer haben, because wir dealen viel mit Menschen. Und Menschen sind actually ein Threat zu uns, wenn wir wirklich das Evangelium wiederbringen. Das ist immer Konflikt. Aber wir dürfen uns niemand sich fürchten, because die Engel sind ganz reut und die können sehr häufig alle brechen. Dann lau nicht alles durch, aber an der Zeit, dass mehr wenn ja, ich will gleich eine Geschichte vertellen, und dann würde ich gleich einen Schlussvers haben, im Psalm 34. Und du wirst ein Donkey, da habe ich einen Grade 4 Reader. Palida as des Meer sie nun, das ist eine Female Donkey. Und so jenkt einmal jeder Tag ein Engfling, der stehe Boy, ein Trail wird durch und so, von einem Dorf nach dem nächsten. Vielleicht will ich jetzt ein klein bisschen mehr, weil ich mich besser verstehen kann. Hier wird ein Boy, und hier wird ein Village, und hier wird noch ein Village. Und der Trouble wird hier einmal rumgehen. Die hat sehr lang, und hier wird ein Farmer mit einem Donkey. Und so nicht haben sie evident hier einen Tunnel durchgemacht. Dann einmal zu diesen 2 Darbs reisen. Und heute einmal Tomatoes und Lettuce, vegetable goods verkaufen. Und einen Tag hat er Jahre das getan. Und der Bora wird auch sagen, 3 hat Bora mit das Bilium sehen. Und das passiert in July 2nd, 1968 in Spain. Und so dann kommt der Bora bei der Tunnel und so bricht. Na, was geht an? Er klappt ein bisschen nur und der Bora, der kickt ihn mit an. Was geht an? Jetzt ein bisschen und hält sich wieder ganz still. Und Traffic fängt ab zu klappen und dann weiß ich, was der Traffic ist abklammt. Right? Und dann bloßt er alle. Und er war eindeutig und ein bisschen zornig. Er war actually in der relaxed Mond normal. Aber nicht über den, da haben wir ein bisschen in der Natur, because er drückt die Bühne ab. Und er probiert er anzuladen. Und no, so ging er nicht an. Und eigentlich wurde ich auf jeden Fall das ist so One-Way Traffic. Da wir bloß so breit, dass bloß eine Weg durchging. Wenn sich in der Mitte treffen, dann kann keiner sich umdrehen. So, da wird basically you're stuck there. Und so der Traffic lürt hier alle. Aber das ist wieder durch sein. Und so, du rennst schon ein Mensch durch und sagt, der soll nicht hineinkommen, weil der Buddha wird ihn kappen und der ging nicht zu move. So, da bleiben die alle beten. Dann kommen die Plitzen in der Mana. Ein Plitz kommt dahin, dann kommt der andere Mann, und dann merkt schon den Kart los von dem Buddha. Und dann waren die mal anpacken, dann waren sie nicht mal zu sehen. Und dann der Buddha stiebert sich all, der merkt sich all right. Und dann war der von Tag, wo er hat, einmal hat sich knickert to something. Ja, und dann so alle still, lösen sie den Buddha los, und dann hören sie das Ware, das rümmelt mit so, reißt ab ihr, dann checken sie, und dann hat sich, boom! Also einer darf Stoff klappen, und als der Tunnel ganz top geklopft, und es geht nicht muss sein, dass der Fahrer lacht wird. Und die Menschen, wie keiner der Bahn, und du wird nicht wieder mit dir warten. Wenn es ein Buddha ging, du nicht nennen. Wie gleich jetzt in einem Kapje Buddha ja was. Aber very likely, der Spaniard sagt, da hat ein Stamm, was nicht Menschen wird, ich bin mir 100% überzeugt, du wird ein Engel, der der Verhölle dort. Menschen können nicht sein. Und sie dachten so, move dem, go dem. Aber halt alle still, wenn es ein Engel leitet nicht wieder gehen. Und wir fangen in Psalm 34, Vers 7. The angel of the Lord encampeth round about them that fear him, and that's what the angel that, and delivereth them. Der Engel, der dat rade, wat Gott fürchtet doen. Der ist ramgecampt, ramdoi, wat Gott fürchtet doen. Den trouwens, tja jehan, te alle tijd, en den, dat is in Zangara trouwens im Leben dort te weiter, dat Gott hat alles gegeven. Da kann man als we winnen. Like, wat we nog kan expecten van God? Hij heeft
Jesus zijn zin gegeven, dat kon je raten. Hij heeft een hele jes gegeven, dat de helft de woorden verstaan. Hij heeft de engel gegeven, om je nog extra protecten en geleiden. Wat weet nog, Vader? En wat ligt dat, wat mij dan nog troebelt in mijn leven? En waarom kan ik dan niet opstaan en vrouw in Christus wonen? Alles wat er fehlt, als het ons geloven dat we begrijpen kunnen. Nou, wat zou je van schaffen? Was anders te geloven niet schaffen dat, dan valt ik aan so, er fehlt nog something. God wil nog waarom we something extra doen. Aber dat fehlt dat niet meer aan. God heeft alles gedaan wat dat fehlt, dat de Christ kan moedig im geloven leven. We hebben abstuurt am Schlussgebet, bitte. Himmlischer Vater, wir stehen vor dir. Gott, wir realisieren, dass wir sind nicht wird als Menschen, dass du uns hast so viel Geld Leute zukommen hast, dass du hast uns eine Erlösung gegeben. Ich preise dich dafür, dass wir können gerat sein. Ich danke dir, Herr, für den Heiligen Geist, für uns in uns schaffen wird, uns lehren wird, und uns auch strafen wird. Und Vater, du hast even noch Engel geschickt, zu uns beschützen, zu uns dienen, Lord, und zu uns helfen in unsere schweren Zeiten, Herr. Gott, wir preisen dich, so ein liebender Gott, Vater. Und wir beten, help uns anglauben. Wir wollen lernen, dir zu glauben, und wir wollen lernen, dir zu sein. Und wir wollen lernen, courageous zu sein für dich, wenn du bist mit uns, und der Engel der sind für uns, und der Wort uns beschützen hat. Und der wird nicht passieren, was out of deiner Control ist, Vater. Uns als Christen, Vater und Völker sind das out of control. Aber Vater, die hast du ganz in deine Hände, und wir können ruhig sein in dir, und gelotet sein, wenn wir weiter. Du bist mit uns, und du hast alles unter deiner Control. Most dir Wort Gottes segnen, Herr, und help uns, dass wir dort glauben und dort uitleven. Das beten wir in die Namen. Amen. We hebben nummer 533 zingen. 533. Dit Leute ist nicht unbedingt von Engel, aber das redet von Himmel, wo wir ein Tag waren mit Engel drauf sind. Nummer 531. 33. Es erglänzt uns von ferne ein Land, unser Glaubens auch kann es wohl sehen, und von Jesu geführt an der Hand, wird sein Volk dort im Frieden eingehen. Und ihr baut, oh wie schön, werden wir auf dort jubelt eingehen. Baut ihr baut, oh wie schön, werden wir auf dort jubelt eingehen. Dort singt alles in Wonne und Glück, und Gott selig den heimlichen Flug. Alle Sorgen, die weichen zurück. Dort ist